ja, diese Erinnerung an die alte Zeit und dass es sich jetzt eventuell wieder so ein bisschen wie Verdansk und Fortune's Keep Mix, habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, anfühlen soll. Werden wir gemeinsam natürlich im Stream auch anschauen. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in der Beschreibung reinschaut. Twitch, einfach mal Aimbrot eingeben. Leute, willkommen zum neuen Video. Es ist endlich soweit. Hier auf dem Uncut-Kanal werdet ihr jetzt das erste Mal VONDEL Gameplay sehen, die neue Warzone-Map. Amerikanische YouTuber wurden eingeladen, die neue Map zu spielen. Wir haben jetzt hier Gameplay schon und schauen uns erstmal von Sally das Gameplay an und wir schauen rein. Lasst natürlich sehr gerne ein Abo hier auf dem Kanal da, Leute. Und sie mussten jetzt eine Woche warten. Sie haben es quasi vor 1-2 Wochen gespielt. Und es gibt einen neuen Modus, Lockdown. Okay, erklär mal kurz. Schon die Minimap der neuen Map. Ah, es ist so Hardpoint-Style, ne? Okay. Gameplay-technisch, grafisch sieht es natürlich jetzt nicht perfekt aus, weil es von dort aufgenommen ist. Ich zeige euch gleich aber noch ein anderes Gameplay dazu. Er erzählt nämlich jetzt auch ein paar neue Sachen. Das heißt, genau, die Waffen sind nämlich da noch nicht abgedatet, aber es gibt jetzt halt 50 mm, wisst ihr ja auch schon. Und gleich zeigt er uns auch den Battle Royale Modus natürlich auf der Map. Beziehungsweise Resurgence wie Rebirth Island. Okay. Oha! Als ob es geht. Wer es gar nicht versteht, beim Fallschirmziehen kann man jetzt wieder schießen. Versuche auch ein bisschen zu übersetzen für euch. Das ist geil. Razorback und ISO 45, neue Waffen kommen auch heute natürlich im Update. Das ist die neue Razorback. Sieht sehr gut aus, dass wir neue Waffen haben, die natürlich wieder gut sind. Okay, jetzt einmal zur Map an sich. Das sind schon mal die Orte. Übrigens, das Team hier, Modern Warzone, Sally und noch jemand, habe ich gerade nicht im Kopf, haben die Map hier auch gewonnen. Deswegen schaue ich mir nämlich das Gameplay hier an. Grafisch wird es natürlich auf dem Hauptkanal nachher heute Abend auch nochmal von mir selber Gameplay geben und viel schöner aussehen dann. Okay. Mall schon mal gut als Spawnspot. Auf den ersten Blick sieht echt geil aus, ne? Da ist das Stadium. Ich wollte gerade sagen, das wird nämlich hier jetzt wie Rebirth Island mit Respawn erstmal sein. Ich habe auch eben noch gelesen, dass VONDEL auf jeden Fall Verdansk-Vibes verspricht. Was wir auch schon wissen, Gebäude sind größtenteils, auch wenn sie hoch sind, nur von ganz oben und ganz unten begehbar. Was wir damals ja auf Verdansk auch hatten. Das wird jetzt auch geändert, die Resurgence-Timer, je nachdem wie viele Leute in deinem Team sind kürzer. Also wenn man Solo spielt, in Quads, hat man einfach dann eine geringere Zeit, um wieder reinzuspawnen, was halt auch eine geile Änderung ist, ne? Irgend so ein Labyrinth da unten gerade. Wir gucken natürlich jetzt erstmal, wie die Map so teilweise aussieht. Da bin ich auch gespannt, wie sich das Wasser spielt, ne? Auch wenn man jetzt ein Auto hat, womit man da durchfahren kann. Yeah, sorry about that, guys. We asked if there was an ability to shoot other guns other than pistols underneath water, and they were like, nah, not really. Okay, also unter Wasser kann man immer nur Pistolen schießen. I found a UAV here, which is actually really clutch. We saw someone dropping back in, but there's a bunch of people up on that UAV now. I think I get a Seiken. Ich krieg so Bock, das jetzt heute Abend selber zu spielen, ne? Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, wie sehr ihr euch freut, ob ihr eher so entspannt drauf seid. Ich will halt trotzdem auch, wenn ich Kritik ausüben kann,
kann auch machen. Man soll durchs Wasser die Leute besser sehen, hat er auch gerade gesagt. Weil es so ein bisschen mehr klar aussieht, das Wasser. Ich glaube auch, Wasser wird nicht so das Riesenproblem auf der Map. Weil es halt eher so Kanäle sind und nicht so super tiefe Orte, oder? Stadium hat die persönlichen Loadout-Crates für eigenes Loadout rausziehen. Aber Mall findet er besser, okay. Merken wir uns schon mal für später. Für die nächsten Runden. Aha. Aber sie sind auf Win gegangen, geil. Ah, okay, das neue genau, Wetterelement mit dem Rauch und so weiter. Was ja auch nur ab und zu kommt, haben sie gesagt. Bin gespannt. Lassen wir mal weiter das Gameplay laufen. Fine. Again, it was just a loadout that I made super quickly, but here is the Tempest Razorback. Had the single fire option, you can put on a 60-round mag. I was just using a Valve because I didn't know what else to use. I always want it to be good. I don't know. And now we're just gonna start patrolling. So I'm using this time to tell you about a couple other changes that are gonna be coming to Warzone, erzähl noch mal ein paar Changes jetzt über die all the places while you can see my absolute beat. There will be no die Amerikaner jetzt schon reden dürfen. Saying AI is completely removed. That is not true. There will be no AI at strongholds and then there will be AI keine at KI mehr. sites, which is like okay. Bei Strongholds, aber Black Site trotzdem, okay. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Ich selber durfte ja beim Creator Call auch dabei sein, habe aber ein Embargo auf heute Abend 18 Uhr. Das heißt, ich selber darf noch nicht drüber reden, aber die amerikanischen YouTuber dürfen jetzt alle schon drüber reden. Das heißt, wir können dann reagieren, was sie sagen, ne? So, was sind noch Veränderungen da? Erzähl mal jetzt. Wie ist das Auto, ja. Tav, was? Ah, man sieht schon da oben auf der Minimap. Ich finde seinen Kommentierstyle auch sehr cool, auch wie er erklärt und so. Also allein mit dieser 150 Lebenänderung, ne, dass man jetzt mehr Leben hat, wird sich das Game komplett anders anfühlen. Ich glaube, Skill Gap wird wieder höher. Also es gibt so ein Community-Event, dass halt alle auf der Welt, die Warzone spielen, wieder Sachen machen müssen, damit wir wieder Sachen in-game freischalten. Okay. Oh, that's a huge thing. The reinforcement kit that I just picked up. It's down there in the bottom right-hand side of my screen. You're going to see that come into play very soon. And what it does, you see there, it says no squad mate to revive. What happens is Smixy's going to go down here at some point. It's coming up here soon. Also der Mate geht jetzt gleich down. Was kann er dann machen? I want to clear this out. I want to get it done. I only have 3 kills. Heißt es, ja, das habe ich schon gelesen. Wenn jetzt ein Teammate gleich down geht, kann er ihn mit diesem Kit einfach reviven, ohne an eine Buy-Station zu gehen, glaube ich. But Smixy's going to come with me. And eventually she's gonna go down. I don't know how I live here, but yeah, the new AR seems pretty good. And what that little thing does is if you are outdoors, outside, you can shoot it up and it revives one of your teammates immediately. They're pretty rare. You can only get them in crates. You have to be outdoors to do it. It basically looks like a redeploy flare, like he bought someone back at the buy station. Das ist quasi so ein Redeploy-Balloon, der aber halt ein Teammate wiederholen kann dann einfach. Also darauf achten, wenn ihr spielt. Dieser Rauch, man merkt schon, ne? Also der ist dann auch nicht überall, aber den gibt's auch, wie gesagt, nicht immer auf der Map. Jetzt redet er gerade drüber. Der Rauch. Wildfire smoke, I certainly did. And fog's only going to come in sparingly. It's not going to be in every game occurrence. Maybe in DMZ, I can't really remember. Ja, also es kommt nicht in jedem Spiel, da ist ein Random-Faktor drin, wann der Rauch auf der Map erscheint. Ne? Ist halt wieder ein cooles neues Feature. Was halt, glaube ich, ganz cool ist, wenn es halt alle 10 Runden oder so mal kommt. Okay, wir müssen jetzt rotaten. Rotieren 4 Teams noch. Das ist schon geil, wenn man das dabei hat, ne? Also da kommen ja so viele Gameplay-Mechaniken jetzt dazu, beziehungsweise auch ja, also warum sein Aim so schwammig ist, weil er halt mit dem Controller spielt, den er nicht kennt. Okay, jetzt Teammate down. Jetzt haut er das dahin. Ah, das ist so eine Pistole und zack. Sie kommt wieder. Das ist sehr geil fürs Endgame auch. Und so ein bisschen Eindruck haben wir jetzt gerade schon gesehen, aber ich werde gleich nochmal ein anderes Gameplay zeigen. Ohne Rauch. Das ist auch sehr, sehr nice. Guck mal, wie gut man durchs Wasser sehen kann. Hab ich Bock, das zu zocken. Rauch, die Zone sieht auch ganz anders aus als grün. Ich hoffe, die Map spielt sich gut, ne?
play a game, make videos on it, get everyone pumped, and then change it. But like crazier things have happened. So ja, mal gucken, was nämlich noch passiert. Also deswegen noch nicht zu sehr reinhypen. Was Movement-Änderungen angeht, wurde ja auch noch nichts gesagt und wir werden es erst in den Patch Notes erfahren. Und wenn wir es halt dann spielen. Und sie haben es echt geschafft. Starkes Ding. Jetzt wollte ich mir von Korean Savage noch ganz kurz angucken, was er zum Update sagt. Zum Map. Gameplay direkt mal viel schärfer. Oh, warte, ich wollte noch mich dahin schieben. Erzähl mal. Ey, das sieht ja nach 2K aus hier. Also er denkt, dass die Map schon von Anfang an hätte dabei sein sollen, dann hätte es auch mehr Hype gegeben. Hoffentlich kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Spaß jetzt im Game dadurch. Ne? Geile Farben, dass es moderner aussieht. Sagt ihr jetzt schon, dass es so ist? Okay, er sagt schon, dass es ihm grundsätzlich sehr gefallen hat im Vergleich zu den anderen Maps auch. Okay. Ziemlich groß, hat er gesagt. Ich übersetze einfach mal ein bisschen. 80 Spieler. Ist eigentlich ziemlich gut, ne? Ich krieg so Bock, die zu zocken, ne? The map plays out really well. There's a lot of houses, a lot of verticality. Ja, Vertikalität, there's a lot of different kinds of plays. There's a lot of routes you could take. You definitely are going to have to study the map to learn the routes, man muss die Map studiert haben. the ways that you can go in buildings and es wird halt einfach wieder ein geiler Grind, glaube ich, ne? So vom Ding her. Ich hoffe, Movement wird auch ein bisschen was gemacht noch. Allein, dass die Time to Kill jetzt wieder höher ist, ne? Das ist schon so eine gute Änderung. I saw a lot of people using PS5 controllers, like bringing their own. I'm just like, damn, I don't even have a PS5 scuff. Man sieht's auf jeden Fall schon, ne, dass die Gegner mehr Leben haben. Auch wenn, wie gesagt, die Waffen da noch nicht angepasst waren in dem Bild vom Spiel, wie es da jetzt gerade aussieht. Das heißt, wir werden heute Abend vermutlich mit dem Waffen-Balance-Patch mehr noch sehen, wie sich das Game dann anfühlt mit der neuen Time to Kill. Oh ja, das wäre so schön. Probably not, but I hope. And you know, obviously the Warzone 1 days, you know, during the Kobe joints. Oh, ich krieg so Nostalgie, wenn er das sagt, Mann. Die guten alten Warzone-Zeiten. 3 Jahre ist es her, Leute. 3 Jahre haben wir dieses Spiel nicht gespielt. Haben wir Verdansk nicht mehr. Und wir schauen uns jetzt einfach nochmal so ein paar Orte an, was die Map noch so zu bieten hat. Ich schiebe mich mal auch wieder hier rüber. Es ist einfach, ja, diese Erinnerung an die alte Zeit und dass es sich jetzt eventuell wieder so ein bisschen wie Verdansk und Fortune's Keep Mix, habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, anfühlen soll. Werden wir gemeinsam natürlich im Stream auch anschauen. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in der Beschreibung reinschaut. Twitch, einfach mal Aimbrot eingeben. Da findet ihr mich dann auch live. Bin ich jetzt wieder daily am Grinden. Ich werde komplett reingrinden, Gas geben und Videos euch natürlich auch bringen. Damit wir eine gute Zeit haben und vielleicht fühlt es sich ja jetzt echt wieder ein bisschen besser an. Schade natürlich nur, dass es jetzt 8 Monate oder so gedauert hat, dass viele Änderungen, die wir in Warzone 1 hatten, jetzt endlich wieder auch in das neue Warzone geführt haben. Jetzt hier auch nochmal Wasser. Also Wasser, man hat ja so klaren Durchblick. Hier nochmal ein paar Orte mitnehmen, einfach wie farblich das auch einfach alles besser aussieht als die anderen Maps, beziehungsweise vor allem als Ashika Island. Von der Größe her bin ich auch, also ich selber bin nicht so der Fan von Ashika Island. Rebirth fand ich geil. Ashika langfristig auch farblich einfach nicht so und von der Größe hier könnte es halt echt was werden, ne? Wir müssen halt echt mal hoffen, dass jetzt mit den neuen Änderungen. Ich überlege mal gerade, Packet Burst auf dem LAN-Event, habe ich ja gerade oben gesehen. Server sollen ja auch besser sein, ne? Mal gucken. Also sie arbeiten dran, haben sie gesagt. Wir werden sehen, was passiert. Erzählt mal, habt ihr vor, euch das Game jetzt wieder runterzuladen? Ist ja eh Free-to-Play, ne? Einfach mal wieder reinschauen. Ich würde euch sagen, probiert's halt mal aus. Checkt die Map ab, gebt mir dann Feedback in den Kommentaren, im Twitch-Chat, im Livestream-Chat einfach mal vorbeischauen und Feedback geben, wenn ihr vom Video auch kommt, was ihr so von der Map haltet. Gerne mal einfach all eure Gedanken rein. Spielt es jetzt auch wieder. Ich werde es mir natürlich anschauen und bin aber auch hyped auf nächste Woche X-Defined Open Beta. Counter-Strike 2 kommt ja auch dann hoffentlich jetzt im Sommer noch und ich glaube grundsätzlich game-technisch werden wir eine gute Zeit haben dieses Jahr noch. Auch wenn es bisher halt ziemlich schlecht war. Und es könnte jetzt so langsam in Season 4 mal sein, dass wir jetzt wirklich wieder eine Season bekommen, die Spaß macht und uns ein bisschen daran erinnert, was Warzone eigentlich so sein könnte oder früher war. So, das ist so mein Take, den ich gerade habe. Aber mit Vorsicht zu genießen. Ich will mich nicht zu sehr reinhypen. Noch einmal kurz das Endgame hier. Er ist schon down, Nixter lebt nur noch. Und ist jetzt hier Top 3.
Circle auch. Also ich bin schon, was ich so bisher gesehen habe, recht zufrieden mit, wie die Map aussieht, farblich und visuell. Habe auch noch gelesen, dass man die Gegner auch durch die neuen Häuser und sowas besser sehen soll. Wir werden sehen, wie die Map sich entwickelt. Und hier alles gegeben, hat leider nicht gereicht für den Win, aber trotzdem eine schöne Runde und Einblick nochmal für uns. Danke Leute fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne natürlich ein Abo auf dem Kanal, da würde mich extrem freuen und supporten. Und wir sehen uns im nächsten Video und natürlich auch im Stream. Und es sieht alles danach aus, dass es ganz gut werden könnte. Schreibt mir eure Meinung rein, haut rein und bis zum nächsten Mal.